Wir sind in den Niederlanden und fahren jetzt einen Stellplatz an, den haben wir uns mehr oder weniger zufällig ausgesucht. Es ging uns darum, wir brauchen eine Übernachtungsmöglichkeit, da hier in der Nähe einiges an Geocachen ist und das ist ja Ritas Hobby. Und da haben wir uns diesen Stellplatz ausgesucht und eigentlich wollte ich gar kein Video von diesem Stellplatz erstellen. Aber während unseres Aufenthalts habe ich mich dann anders entschlossen und habe gesagt, diesen Stellplatz muss ich zeigen in einem Video. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Es ist Samstag und wir haben Ende Juli und es ist etwa Mittagszeit und wir erreichen jetzt hier die Einfahrt des Stellplatzes. Wir halten jetzt hier an der Einfahrt und werden auch gleich begrüßt von einem netten Herrn. Dieser nette Herr ist der Betreiber des Stellplatzes und heißt mit Vornamen Anton. Und er zeigt uns jetzt, wo wir stehen dürfen, können oder wollen. Werfen wir mal einen Blick auf die Karte, wo wir sind. Wir sind über die A31, dann Richtung Groningen und dann südwestlich gefahren. Und sind dann hier an diesem Ort, ja, der heißt De Blesse. Der Stellplatz liegt nicht direkt in De Blesse, sondern zwischen De Blesse und dem Ort Oldemark. Diesen Stellplatz gibt es erst etwa seit 4 Jahren und er wird geführt von dem Ehepaar Anton und Karin. Wir fahren jetzt auf unsere Parzelle hier, die wir uns ausgesucht haben, und die Parzelle hat eine Größe von 8 x 15 Metern und das ist für einen Stellplatz eher ungewöhnlich. Da es sehr warm ist, fahren wir gleich die Markise raus, müssen bloß ein bisschen aufpassen, es ist auch ein bisschen windig, man sieht, sie hebt fast ab. Durch die starke Trockenheit ist der Rasen hier leider verbrannt, aber das haben wir an anderer Stelle ja auch. Vom Platzbetreiber Anton wurden wir darauf hingewiesen, dass es hier auf dem Stellplatz einen kleinen Pool gibt, den wir gerne nutzen dürfen. Und das machen wir auch, denn es ist sehr warm und da ist so eine Abkühlung doch sehr angenehm. Nicht nur der kleine Pool ist hier was Besonderes oder eher Außergewöhnliches für einen Stellplatz, auch der Spielplatz, der Kinderspielplatz, der hier angeboten wird, ist eine außergewöhnliche Geschichte für einen Stellplatz. Der Stellplatz hat noch eine Besonderheit und zwar liegt direkt nebenan die Stautenburg, daher auch der Name Stautenburg für den Stellplatz. Da gehen wir später nochmal mit dem Anton hin und gucken uns das Ganze mal genau an. Vorne am Eingang gibt es ein kleines Häuschen und dort ist ja die Rezeption untergebracht, eine Bar, Shop, ja ich weiß nicht wie man es benennen will, aber wir schauen mal rein, was es dort alles so gibt. Ja, die gehen dabei. Ja, die gehen dabei, die gehen in Ja, und das Plastik, in das Plastik. Ja, das glauben wir. Ach, und hier hast du auch noch so eine kleine... Fahrradrouten und alles was hier zu tun ist. Und dann haben wir da noch eine kleine Shop. Von was Menschen sind was vergessen, ne? Ja. Zucker oder Milch oder das. Ja, kann man hier kaufen. Dann, ja, dann könnt ihr hier Kaffee trinken. Ja. Und wir haben keine Brötchen mehr, das sind wir gestoppt. Das Ja. ist, Samstag, diese Samstag gestoppt. Da waren zu wenig Menschen vor. Ja. Ja, das lohnte sich nicht. Das ja. lohnt nicht mehr. Ja, Ja. Und die Karte, das sind alle Stellplätze von bei uns. Da sind wir auch bei. Ja. Und das sind alle Stellplätze in Niederlanden von bei uns. Ah ja, und da hat Und man den auch, kann man da filmen. stehen die Adressen. Da. Wunderbar, ja. Haben wir auch. Und da ist dann Deutsch, Englisch und Niederländisch. Haben sie die Nationale Park de Weerheben Ja. in Holland. Das ist ein sehr schöner Park. Ja. Nationalpark in Holland. Wunderbar. Und da sind wir hier in die Nähe. Ja. Ja, man kann hier was trinken oder auch einen Kuchen essen. Das Ganze ist alles sehr preiswert, wenn man hier auf der Tafel sieht.
Und wir sehen hier vorne die Schild, der Platz ist 2017 ausgezeichnet worden. Also mit viel Liebe zum Detail hier alles erstellt. Schauen wir auf die andere Seite der Zufahrt und da finden wir ein weiteres Gebäude und dort sind die sanitären Anlagen untergebracht. Hier vorne am Eingang finden wir die Toiletten. Den Vorraum teilen sich die Damen und die Herren. Ansonsten gibt es jeweils eine Toilette für den Herrn und eine Toilette für die Damen. Im Außenbereich, aber überdacht, gibt es eine Abwaschmöglichkeit mit heißem Wasser. Direkt daneben gibt es einen weiteren Eingang, dort befinden sich die Duschen. Die Duschen sind allerdings kostenpflichtig und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kostet einmal Duschen 50 Cent. Ja, und dann kommen wir mal zum Preis. Der Platz kostet inklusive allem 13 Euro pro Übernachtung. Darin enthalten ist auch Strom und WLAN. Niederlande ist ja das Land der Radfahrer und so starten wir auch zu einem Ausflug und verlassen jetzt den Stellplatz und kommen aber am Eingangsbereich an Gebäuden vorbei, hier auf der rechten Seite. Dort ist ein Karawanenhandel untergebracht mit Werkstatt und Verkauf. Wir verbinden so eine Radtour gerne mit einer kleinen Geocache-Runde, aber andererseits wollen wir natürlich auch ein bisschen was von Land und Leute sehen. Es gibt hier viele gut ausgeschilderte Radwege, man fährt durch Wald und Wiesen, es gibt keine Steigungen, so ist das Radfahren auch recht einfach. Da es hier sehr viel Wasserstraßen gibt, kann es einem schon passieren, dass man mal ein paar Minuten warten muss, wenn eine Brücke geöffnet ist. Hier wird in diesem Fall geschleust, aber das ist auch sehr interessant. Man kann sich das Ganze bei der Gelegenheit auch mal anschauen. Wir sind ja in der Provinz Friesland und da gibt es jede Menge Wasserstraßen und bei so einem schönen Wetter und dann noch Wochenende, da ist natürlich viel Betrieb. Es gibt hier viele Campingplätze und auch Stellplätze und gerade wer auch mit einem Wohnwagen kommt, nicht jeder Stellplatz nimmt einen Wohnwagen. Der Stautenburg zum Beispiel nimmt auch keinen Wohnwagen. Der hat aber immer die Möglichkeit hier in der näheren Umgebung einen kleinen Campingplatz zu finden. Wir sind ja auch auf Geocache-Tour und ja, da blende ich gleich mal ein, was für eine Runde wir hier abfahren, für alle, die es interessiert. Vielleicht will der eine oder andere ja diese Runde auch mal fahren. Das ist ja das Schöne am Geocaching, man kommt an Orte, da wäre man sonst gar nicht hingefahren. Und ja, und dann kann man diese Orte auch mal genießen und das finden wir am Geocaching auch immer sehr schön. Wir sind wieder zurück auf dem Stellplatz und ja, und der Stellplatzbetreiber Anton ist so nett und freundlich und zeigt uns jetzt die Stautenburg. Das heißt, wir haben eine Einzelführung und dafür sind wir sehr dankbar. Jeden Freitag gibt es hier eine Führung, das macht der Anton vom Stellplatz. Er zeigt den Interessierten dann nicht nur die Burg von außen, sondern auch von innen. Um das gleich zu sagen, diese Burg stammt nicht aus dem Mittelalter. Baubeginn war 1990. Ein einzelner Mann ist angefangen, diese Burg zu erstellen und hat in den ganzen Jahren dieses Gebäude erstellt. Die gesamte Burg wurde aus alten und gebrauchten Materialien erstellt. Ja, alles alte Sachen. Hier wird geheiratet, ist Sie können hier heiraten. Ach so. Und viele Feste, Sie können das auch mieten für ein Fest. Ah ja. Ja, Feste und meine Nachbarn gibt selbst auch viele Touren. Dus, Ja, macht auch Führung. Ja, Führung und das ist ja, soms dreimal pro Tag. Ja. Eine kleine Kapelle gibt es hier auch. Insgesamt hat die Burg 4 Stockwerke und für uns geht es weiter ins nächste Stockwerk. Hier aber auch, du. Das ist sehr schön. Ja. Aber wirklich, Ja. oh, guck mal hier. Ja, ich habe da auch eine Schalter und das sind die Leuchte. Muss das an, Anton? Nein, brauchst du Nein? nicht. Nein, alles gut.
Und dann mussten sie eine Tekening. Ja, Zeichnung. Ja, und er hat nichts. Nein. Er hat die Ambtenaren hypnotisiert, Ja. sagte er. Naja, das muss ja auch nicht. Man staunt nicht schlecht, es gibt für das gesamte Gebäude keine Zeichnung. Gebaut wird nach Träumen des Herstellers oder des Erbauers. Was der nachts träumt, danach wird am nächsten Tag gebaut. Jeden Jahr haben wir ein Dorffest. Ja. Dann können wir eine Borrel trinken. Ja, schön. Ja. Und dann ist das rausgehalten, können wir allen steden hier. Ja. Hier de Niederländische Königin, da war Beatrix. Sie kennen Beatrix? Ja. Ja, die war hier auch. Die hat hier auch eine Stunde rondgelaufen. Oh. Alles gesehen. Noch genau geht das. Ja. Hier de badkamer, hè? Hier. Und immer seine Frauen hier, ne? Ja. Das, ihr träumt über über Schlossen und Frauen. Ja. Schreiben. Ja. Guck mal, der hat seine Brille hier vergessen. Pass auf. Ja, das sind seine Bücher, wo er, Seine Bücher, ja. wo er Dit zijn- nachschaut. Ja, dit zijn ook die boeken van zijn jeugd, hè? Dat was wanneer jong waren. Ja. En die boeken had hij hier ingelegd. Der gute Mann, der dies hier alles erbaut hat, ist mittlerweile 72 Jahre alt. Und ja, er sagt selber, wenn die Burg fertig ist, dann ist sein Leben auch wahrscheinlich zu Ende. Ah ja. Dat maakt hij zelf van autobanden. Ja, von der Reifen. Ja, ja. Ach, da macht er dieses, ja die dat Form. Ja, dan maakt hij die vorm. Ja. Dat zagen ze hier ook, kunnen ze hier ook zien in dat glas. Hier ist Ja, das war so ein kleiner Einblick in die Stoutenburg. Ich kann natürlich nicht alles zeigen. Das würde einfach den Rahmen sprengen, aber ihr habt jetzt einen kleinen Eindruck. Die Stoutenburg liegt direkt neben dem Stellplatz, den wir da jetzt besucht haben. Und wer da das Ganze sich auch mal ansehen möchte, der hat die Möglichkeit, jeden Freitag macht der Anton hier eine Führung und daran kann man teilnehmen und dann kann man sich das Ganze hier auch ansehen. Ja, das war ein interessanter Nachmittag, aber auch der Abend sollte noch interessant werden und unterhaltsam vor allen Dingen. Der Stellplatz hat auch eine Buhlbahn und da trifft man sich am Abend zu einem Spiel. An diesem Buhlspiel am Abend kann jeder teilnehmen, der möchte, auch wenn man erst kurz da ist, so wie wir. Man wird schnell hier in dieser Gemeinschaft aufgenommen. Gespielt wird meistens zwischen 20 und 21 Uhr und mit der Sprache ist es auch kein Problem. Viele Holländer oder Niederländer sprechen Deutsch und wir sprechen nicht, aber verstehen auch etwas Niederländisch. Und wenn das Bullspiel beendet wird, geht man noch nicht gleich auseinander. Man trifft sich noch vorne an der Bar, auf der Terrasse, am Eingang und ja, und wenn man Glück hat, wird dort auch noch Musik gespielt. Und abgeschlossen wird der schöne Abend an einem Lagerfeuer. Wir wollten auf diesem Stellplatz ursprünglich nur 2 Tage bleiben. Geblieben sind wir am Ende 4 Tage, weil es uns sehr gut gefallen hat auf diesem Stellplatz. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, WLAN gibt es hier auf diesem Stellplatz auch, funktioniert auch gut und ist in der Platzgebühr enthalten, also keine zusätzlichen Kosten. Wir fahren jetzt zur Entsorgung, die ist vorne direkt am Eingang. Es gibt dort einmal einen Ausguss für Kassette. Es gibt einen Bodeneinlass für Grauwasser, den dürfen wir nicht nutzen für Fäkalien.
Somit mussten wir nochmal nachfragen und ja, und dann gab es die Möglichkeit, direkt dort, wo die Kassette ausgeschüttet wird, dort gibt es nochmal extra einen Gully, dort können wir unseren Schlauch anschließen und auch unsere Fäkalien ablassen. Da ich nicht nah genug ranfahren konnte, musste ich 2 Schläuche nutzen und aneinander setzen, damit ich direkt in den Abfluss Dann kommt kann. dieses Ende da rein. So. Ich zeige das deshalb so ausführlich, da immer wieder Fragen mich per E-Mail erreichen, wie machst du das mit dem Entsorgen mit dem Fäkalientank. Deshalb zeige ich das hier etwas ausgiebig. Ja, bei der Abfahrt wurden wir noch sehr freundlich verabschiedet von Anton und Karin, seiner Frau. Und wir sagen Dankeschön an die beiden für den schönen Aufenthalt. Ja, das war's mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Würden wir uns auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sagen wir wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.